Die Suche in der OneNote Desktop App ist richtig cool und wenn ihr so ein paar Besonderheiten kennt und wisst, wie ihr die Merkwürdigkeiten umschiffen könnt, dann ist sie fast perfekt. Aber seht selbst direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. In meiner Reihe zum Suchen geht es diesmal um OneNote. Wenn ihr euch für die Suche mehr interessieren, andere Programme, vielleicht auch Grundlagen zum Suchen, dann schaut euch mal die Playlist an, die ich in der Infokarte verlinkt habe. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und schaltet die Glocke ein. Was es in diesem Video alles zu suchen gibt, findet ihr unten in der Beschreibung mit Timestamps, sodass ihr auch direkt an die entsprechenden Stellen springen könnt, wenn ihr das eine oder andere schon kennt. Die OneNote-Suche findet ihr in der Desktop-App hier rechts oben und ihr erreicht sie auch über STRG F. Aber Vorsicht, STRG F durchsucht nur die Seite. Mit STRG E durchsucht ihr den Standardbereich, aber dazu gleich mehr. Also wir klicken hier oben rein und geben hier einen Begriff ein, zum Beispiel Feed, und dann wird gesucht und Treffer werden euch hier angezeigt. Ihr könnt die Treffer anklicken, dann seht ihr gelb hervorgehoben das Ergebnis und hier ist es eben im Text und deshalb ist es nicht in der Überschrift schon hervorgehoben. In dem Suchfeld gibt es auf der rechten Seite ein kleines Dreieck und hier seht ihr, wo ihr genau sucht. Wir suchen nämlich im Moment in diesem Abschnitt, das heißt in all diesen Seiten. Wenn wir in dem ganzen Notizbuch oder in allen Notizbüchern suchen wollten, dann würden wir das hier auswählen und können so einen Bereich wie zum Beispiel dieses Notizbuch dann auch als Standard festlegen. Und wenn wir dann das nächste Mal suchen, dann wird standardmäßig in diesem Notizbuch gesucht. In OneNote gibt es noch eine weitere Suche, nämlich hier oben in der Mitte, Suchen Alt-M. Das ist die Microsoft-Suche. Da habe ich mal ein extra Video dazu gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut in die Infokarte. Das Besondere hier in der OneNote Desktop App gegenüber der Windows 10 App von OneNote oder auch OneNote im Web ist, dass ihr hier alle Notizbücher durchsuchen könnt. Ich mache das mal für einen Begriff, nämlich für OneNote. Und dann bekomme ich natürlich sehr viele Treffer. Ihr seht es hier schon in der Liste, die geht hier auch noch weiter nach unten. Und wenn ich mir da jetzt mehr anschauen will, dann ist es ein bisschen unpraktisch, wenn dieser Bereich hier ständig überlappt und ich dann hier so durchspringe. Und deshalb gibt es hier die Möglichkeit, Notizen anzuheften. Tastenkombination ist Alt-O. Wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr jetzt das Suchergebnis hier in der Liste angezeigt. Und das Schöne ist, ihr könnt dieses Suchergebnis jetzt auch noch sortieren. Nämlich zum Beispiel nach Titel, nach Änderungsdatum. Ich nehme mal als Änderungsdatum. Und zwar, wenn ich sage von alt nach neu, dann habe ich hier eine Sortierung von dem ältesten zu den neuesten Treffern. Übrigens, sortieren geht inzwischen auch für Seiten ganz normal. In der Desktop-App, das ging bis vor 2-3 Monaten nicht, da habt ihr jetzt hier ein Symbol zum Seitensortieren. Wenn euch das genauer interessiert, ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, da habe ich noch gesagt, dass das in der Desktop-App nicht geht, sondern nur in der Windows 10 App. Das geht aber jetzt genauso wie in dem Video beschrieben, auch hier in der Desktop-App, also schaut euch ruhig da mal das Video in der Infokarte an. Jetzt habe ich also mein Suchergebnis hier in der Liste und ich sehe hier auch schon für diesen Abschnitt, wo Treffer sind. Und wenn ich da draufklicke, dann kriege ich immer das entsprechende Wort hier angezeigt. Aber Vorsicht, wenn ihr jetzt hier weiter sucht, nämlich nicht nach OneNote, sondern ich gebe nochmal ein Feed und ihr sucht hier mit der Trefferliste, dann sind die Suchergebnisse, die hier gelb hervorgehoben sind und teilweise eben auch hier, immer noch die aus dem angehefteten Suchergebnis sind. Ihr seht es, auch hier steht noch, das ist die Suche nach OneNote und die wird euch hier farbig hervorgehoben. Da ist immer noch OneNote drin. Deshalb, wenn ihr mit dem Suchen nach dem einen Begriff fertig seid, den ihr hier angeheftet habt, schließt am besten das Suchergebnis, dann sucht zum Beispiel nach dem Feed und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch anheften. Und jetzt sind nur noch die Sachen hervorgehoben, in denen eben Feed gefunden wird. Wie ihr aus meinen Einführungsvideos zum Suchen wahrscheinlich schon wisst, spielt der Suchstring oder die Zeichenkette, mit der wir suchen, also das, was wir hier eingeben, eine große Rolle. Und da möchte ich euch ein paar Sonderfälle zeigen. Und da suche ich erstmal nach mehreren Wörtern, nämlich nach Link auf Abschnitt.
Und dann schaue ich mal, ich habe hier einen Treffer, Verlinkung, und wenn ich mir das hier anschaue, dann sehe ich mache es dazu mal ein bisschen größer, er sucht jetzt Link und da ist ein Leerzeichen. Das Leerzeichen wird nicht mitgesucht, er sucht also jetzt wirklich nach diesen 3 Wörtern, er sucht nach Link, nach Auf und nach Abschnitt, warum da abgeschnitten noch gefunden wird und so, dann gehen wir gleich noch drauf ein. Und das heißt, wenn ich jetzt aber wirklich genau diese Zeichenkette will, Link auf Abschnitt, dann muss ich hier davor Anführungszeichen und dahinter Anführungszeichen schreiben. Und jetzt, ich verkleinere es mal wieder ein bisschen, seht ihr, kriege ich als Treffer tatsächlich nur noch Link auf Abschnitt. Also wenn ihr mehrere Wörter eingebt, dann werden die alle gefunden, einzeln. Und wenn ihr die Zeichenkette genauso mit Leerzeichen und so wollt, dann macht ihr die Anführungszeichen dazu. Ein weiteres Thema kann sein, ihr sucht nach einem Wort und ihr bekommt auch die Treffer zu diesem Wort angezeigt. Ich gebe mal ein gut und dann schauen wir mal hier, Verlinkung, da ist gut, dann schaue ich mal noch auf andere Seiten, da habe ich auch gut und dann habe ich hier plötzlich besser. Ich habe gut eingegeben, ich bekomme besser angezeigt. Woran liegt es? Microsoft hat hier scheinbar so eine Art Ersatzwörterbuch und sagt gut und besser und am besten passt zusammen, also wird das auch gefunden. Wenn ich jetzt aber wirklich nur gut finden will, genau, ihr wisst schon, es ist wieder Anführungsstriche davor und dahinter. Und wenn ich jetzt nach gut suche, dann bekomme ich besser eben nicht mehr angezeigt, sondern ich bekomme nur noch gut als Treffer angezeigt. Wenn ich jetzt einen Begriff eingebe, zum Beispiel Not, ich suche nach Not, dann kommt Not ja auch an anderen Stellen vor. Zum Beispiel sehen wir das hier schon in Notizbuch. Das heißt, OneNote sucht diese ersten Zeichen und dann, was dahinter kommt, ist egal, Notizbuch. Schauen wir mal weiter hier, Notizen, schnelle Notizen, Notizbücher finden. Ja, es geht immer mit Not los und er findet Not aber nicht in einem Wort, weil er könnte ja Not auch hier finden. Es ist also keine Suche nach beliebigen Zeichen, Not und dann wieder beliebigen Zeichen, sondern es ist eine Suche nach der Zeichenkette NOT, also Not, und dann beliebigen Zeichen danach. Jetzt gibt es folgende Situation. Ich gebe mal Besprechung ein. Und dann ist man unter Umständen erstmal etwas verwirrt, weil hier wird jetzt nämlich auch eine Zeichenkette und dann eben Besprechung gefunden oder Zeichenkette Besprechung. Und das liegt daran, dass er Besprechung als eigenes Wort kennt und das auch in anderen Wörtern findet. Hier liegt also nochmal eine Art Wörterliste dahinter, die ich aber nicht kenne. Also wenn da von euch jemand schon mal was gehört hat oder gesehen hat, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Also es gibt Wörter, die werden auch gefunden, wenn sie der zweite oder dritte Teil einer Zeichenkette sind. Normalerweise wird aber immer nur das, was ihr hier oben eingebt, so wie ihr es gerade bei Not gesehen habt, als erste Zeichen gesucht und dann Folgezeichen. Also wer sich ein bisschen mit Platzhaltern auskennt, das wäre dann wie Notstern gesucht und nicht wie Stern-Notstern, auch wenn das an manchen Stellen wie bei Besprechung so aussieht. Eine weitere Besonderheit seht ihr hier gerade schon. Es werden nämlich auch Texte innerhalb einer Grafik gefunden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch hier eingebe Besprechung, dann seht ihr, er findet hier Besprechung. Das ist wirklich eine Besonderheit, dass OneNote in Grafiken findet. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das findet ihr in der Infokarte. Man kann auch den Text hier über rechten Mausklick, Text aus Bild kopieren, kann man sich den rauskopieren. Sollte das aus irgendeinem Grund bei euch nicht gehen, dann schaut mal unter Datei, Optionen, erweitert und dann findet ihr hier unter Texterkennung in Bildern, Texterkennung in Bildern deaktivieren. Das macht die Suche ein bisschen langsamer, in den meisten Notizbüchern überhaupt kein Problem, weil OneNote wirklich sehr schnell ist. Aber wenn das ausgeschaltet ist, dann findet ihr eben Texte in Grafiken nicht. Nun noch zu einer kleinen Merkwürdigkeit. Wenn man sich Excel-Tabellen in OneNote anschaut, dann ist ganz spannend, wie hier gesucht wird. Ich suche mal nach einem Wort, was hier drin ist, nämlich zum Beispiel mal nach Areal. Ich gehe dazu in eine andere Seite, weil man dann den Effekt schneller sieht. Also ich suche nach Areal und sehe jetzt hier Suche in Excel
Und dann seht ihr, das wird hier hervorgehoben. Ich habe das sogar zweimal hier in dem Notizbuch und es wird hier auch hervorgehoben. Warum bin ich jetzt in eine andere Seite gegangen? Wenn ich auf der Seite bin, auf der ich suche, und ich suche hier nach A-R-I-A-L, dann ist es manchmal ein bisschen irritierend, weil das nicht gleich gelb hervorgehoben wird. Und das könnt ihr umgehen, wenn ihr auf der Seite suchen wollt. Ihr geht mal auf eine andere Seite, gebt da Areal ein und dann springt ihr auf die Seite, dann ist es besser sichtbar. Also wir sehen, hier wird was gefunden. Und jetzt gebe ich mal einen anderen Begriff ein, den wir hier auch sehen, nämlich Arno. Und ihr seht, Arno wird jetzt hier nicht hervorgehoben. Ich gehe mal auf eine andere Seite, so wie ich das gerade vorher auch gemacht habe. Gebe hier nochmal Arno ein. Und jetzt würde ich eigentlich erwarten, dass diese Seite Suche in Excel-Tabellen hier zu sehen ist. Und ich sehe die aber nicht. Gehe da nochmal drauf. Da steht wirklich der Name Arno. Und woran das liegt, ist Folgendes. OneNote sucht jetzt nicht in dieser Excel-Datei, sondern OneNote sucht in dem, was wir hier sehen. OneNote macht also sozusagen aus der Excel-Tabelle einen Ausschnitt, zeigt uns den als Grafik an und sucht dann in dieser Grafik. Und bei manchen Schriftarten funktioniert das sehr gut, bei anderen nicht so gut. Und das ist mir bei meinem Namen mal aufgefallen, weil das R und das N hier wohl so nah zusammen sind, dass er das nicht ganz auseinanderhalten kann. Ich mache mal die Seite auf, die Tabelle auf und suche mal hier mit STRG F nach Arno. Dann sieht man sehr schön, das ist da drin und das wird gefunden. Und die Schriftart ist jetzt Arial. In OneNote ist es nicht gefunden worden. Ich stelle die Schriftart mal um auf Times New Roman. Jetzt ist alles auf Times umgestellt. Ich schließe hier, speichere nochmal, gehe nochmal auf eine andere Seite, gebe wieder den Begriff Arno ein. Und jetzt habe ich hier Suche in Excel-Tabellen in OneNote. Und plötzlich wird es gefunden. Also merkt euch, in Excel-Tabellen wird nicht in der Datei selber gesucht, sondern es wird in der Grafik gesucht, die uns OneNote hier anzeigt. Und je nach Schriftart und Zeichen, die da sind, kann das sein, dass das nicht gut lesbar ist in der Grafik für OneNote. Und dann habt ihr solche Effekte. Wenn ihr mal größere Probleme mit Suchen in OneNote habt, dann liegt es wahrscheinlich am Index. Den Index findet ihr, indem ihr hier unter Windows ins Suchfenster einfach mal Index eingebt und dann die Indizierungsoptionen aufruft. Da steht drin, wie hier OneNote indiziert wird. Wenn euch das mehr interessiert, da gibt es ein extra Video zur Nutzung des Index. Dann schaut da einfach mal rein, habe ich euch auch in der Infokarte verlinkt. Ich weiß, es gibt noch ganz viele Fragen zur Suche in OneNote. Wenn ihr was habt, was über das hinausgeht, was wir gerade hatten, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die gerne. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre es super, wenn ihr mir ein Like da lasst und den Kanal abonniert, vielleicht auch das Video mit anderen teilt. Das wäre super. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.